Charlotte Tilbury hat ihren großen Summer Sale. Da sind ganz viele Produkte um 50% oder bis zu 50% rabattiert und vor allen Dingen super spannend finde ich natürlich, wie immer, die Mystery Make-up Boxen. Und die habe ich mir bestellt. Es gibt auch noch eine Mystery Pflegebox, aber ich muss ehrlich sagen, da habe ich andere Pflege, die ich ein bisschen besser finde. Ich habe schon was von Charlotte Tilbury ausprobiert. Es ist super teuer, super hochpreisig. Make-up gefällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Deswegen habe ich mir die Make-up-Box bestellt. Die hat 117 € gekostet und die soll den doppelten Wert an Inhalt haben. Also sprich 234 €. Ob das so ist und ob es sich lohnt, erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht so lange rum. Ich zeige euch, was da drin ist. Ich verlinke euch die Box natürlich unten in der Infobox. Es kann sein, wenn ihr das seht, seid mir nicht böse, dass das schon ausverkauft ist. Denn ich habe die Box erst heute bekommen, am 15.08. Dann habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt, dass dieser Sale nur bis heute geht. Ich glaube, ich hatte es letzte Woche Montag oder Dienstag bestellt. Die Box sollte eigentlich am Freitag bei mir eintreffen. Und dann habe ich den ganzen Freitag gewartet, bis 6:30 abends. Und dann kam von UPS eine Benachrichtigung, das Zustelldatum wurde geändert auf Montag. Und dann habe ich gedacht, warum denn Montag? Die können auch Samstag kommen. Aber die sind Samstag nicht gekommen. Die sind tatsächlich erst heute gekommen und sollten eigentlich Freitag bis 13 Uhr da sein. Und dann wurde das immer nach hinten verschoben und dann auf einmal neu terminiert. Also das fand ich schon ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Aber ich lasse mir meine Laune natürlich nicht verderben. Ich zeige euch jetzt den Inhalt. Vielleicht inspiriert es euch ja. Häufig ist es ja so, dass einem meistens nur 1, 2 Teile davon richtig gut gefallen und der Rest ist so, wie das in dieser Box ist, werdet ihr gleich erfahren. Auf jeden Fall könnt ihr euch ja auch einzelne Teile super nachshoppen. Auch wenn die dann nicht so krass rabattiert sind, dann habt ihr aber vielleicht 50 € ausgegeben und habt ein Teil, was ihr wirklich liebt und spart euch den Rest. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Durch das Video könnt ihr natürlich jetzt viele Produkte in Action sehen. Ich habe das auch alles direkt für euch mit abgefilmt, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Und dann werde ich euch auch sagen, was lohnt sich meiner Meinung nach und was lohnt sich eher nicht. Was ist ein bisschen überteuert? Was ist das Geld wert? Ihr erfahrt es jetzt. So, dann starten wir doch mal mit dem ersten Produkt und zwar mit einem Produkt, was ich definitiv an euch verlosen werde, denn das hatte ich schon mal und zwar hatte ich das, glaube ich, entweder in einem Lucky Bag von Beautylish oder auch in einer Mystery Box. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Und zwar ist die Rede von einem Lidschattenpöttchen und zwar von den Eyes to Mesmerize in der Farbe Walk of No Shame. Das ist ein super schöner Pink-Orange-Ton, der ganz vielen Augenfarben fantastisch steht. Also das ist wirklich so eine universelle Farbe. Die könnt ihr super tragen, wenn ihr helle Augen habt. Wenn ihr zum Beispiel blaue Augen habt, werden die total strahlen. Bei grünen Augen geht das auch gut. Und sowas steht aber auch dunklen Augen. Also insofern, das ist wirklich so eine Universalfarbe, würde ich sagen, die die Augen richtig zum Strahlen bringt. Und in der Einblendung seht ihr, wie das ausschaut, wenn man das pur aufträgt. Ihr könnt euch dann noch einen Eyeliner ziehen und Wimperntusche und seid ready to go. Also das kann man super machen. Oder man nimmt diese Pötte als Primer. Das kann man sowohl als auch machen. Ich habe den hier, ich habe ihn ehrlich gesagt nur 2, 3 Mal verwendet. So sieht das Ganze aus. Und deswegen werde ich den auf jeden Fall an einen von euch verlosen. Fangen wir direkt mal damit an. Die Bedingungen dazu stehen alle in der Infobox. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr generell Bock auf Beautybox-Unboxings habt. Weil das mache ich hier hauptsächlich. Ich mache zwar auch mal Hauls und Reviews, aber hauptsächlich seht ihr hier schon Unboxings. Gerade von so Mystery-Boxen, wo man nicht weiß, was ist drin. Und ich liebe das einfach, muss ich wirklich sagen. Das ist voll mein Ding, was Neues auszupacken und was auszuprobieren und auch nicht zu wissen, was ist es. Wenn ihr die Videos anschaut, wisst ihr allerdings, lohnt es sich oder nicht. Und deswegen abonniert gerne, würde mich sehr freuen. Der Lidschatten hat einen Wert von 30 € und ich muss sagen, ich würde mir die Farbe jetzt wahrscheinlich so nicht nochmal kaufen. Ich habe den jetzt einmal da, das ist in Ordnung, den werde ich auch benutzen. Den kann ich auch ewig lange benutzen. Der ist zwar nur 6 Monate haltbar, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir schon mal eine andere Farbe gekauft, Marie Antoinette. Der hält ewig, das ist eine Top-Qualität. Also bei diesem Produkt gibt es wirklich nichts zu meckern. Wenn ihr auf so cremige Lidschatten steht, das ist ganz, ganz einfach zu verblenden. Für den Sommer wirklich super, hält ewig, setzt sich nicht in der Lidfalte ab, ist ein Traumprodukt und dann könnt ihr das einfach auch mal ausprobieren, weil 2 von der gleichen Farbe brauche ich wirklich nicht und dann gebe ich es gerne an einen von euch ab und ihr könnt euch freuen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar etwas, das habe ich auch als extra Goodie Add-on
zu der Bestellung dazu bekommen. Denn wenn ihr über 95 € bestellt, bekommt ihr ein Happy Kiss mit dazu. Hyaluronic Happy Kiss nennt sich das. Das ist ein koloriertes Lip Balm und das gibt es in der Farbe Happy Petal gratis mit dazu zu eurer Bestellung. Das hat einen Wert von 32 €. Allerdings ist das auch Bestandteil der Box. Zwar in einer anderen Farbe, nämlich in der Farbe Happy Berry, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie, gerade weil diese Mystery-Boxen so total gehypt werden und auch sehr angepriesen werden auf ihrer Seite, dass sie dann ein gleiches Produkt in der Box haben, wie das Produkt, was es als Goodie gibt. Schaut mal, das sind die beiden unterschiedlichen Töne. Ich habe jetzt gerade auf meinen Lippen die Farbe Happy Petal. Das ist eigentlich das Gratis-Add-on gewesen. So sieht der aus. Ist vom Packaging ein kleines bisschen günstig, muss ich ehrlich sagen. Für diesen hohen Preis, 32 €, also ich glaube, wenn ich das im Laden sehen würde, würde ich es für den Preis nicht kaufen, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine ganz tolle, traumhafte Konsistenz. Ich hatte allerdings so einen ähnlichen Gloss, so Lipgloss in der Art, jetzt mal in irgendeiner Glossybox drin. Das war ein ähnliches Produkt. Ihr könnt das nicht wieder zurückdrehen, ihr könnt es nur nach oben drehen. Es ist sehr, sehr cremig und ihr seht auch, hier setzt sich überall Produkt ab. Ich habe das nur einmal ausprobiert und das sieht schon sehr ranzig aus. Also ich glaube jetzt bei den Temperaturen, das in die Handtasche packen, das zerläuft wahrscheinlich, ne? So. Das ist die Farbe Happy Petal. Sehr, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Den dunkleren Ton Happy Berry, den habe ich jetzt nicht geswatcht. Ihr seht das hier, so sieht der aus im Vergleich. Den werde ich auch an einen von euch verlosen, weil ich brauche auch nicht 2 Produkte von dieser selben Sorte. Wenn ihr euch die Box gekauft habt oder sie euch noch kaufen wollt, wenn das noch geht, dann wisst ihr da schon mal Bescheid und dann könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr es an jemanden verschenkt. Weil ein tolles Geschenk ist das natürlich. Also wenn ihr irgendwie einen Geburtstag anstehend habt oder einfach so jemandem etwas schenken wollt, das sieht halt alles von der Verpackung sehr, sehr schön aus und macht halt was her, ne? Hier ist Hyaluronsäure drin, das ist sehr pflegend. Man merkt es sehr auf den Lippen, finde ich. Also das bleibt auch drauf. Dadurch muss man es auch nicht ständig nachtragen. Insofern finde ich das schon okay. Ich persönlich hätte mir eher einen anderen Farbton ausgesucht. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt zum ersten Manko von solchen Boxen. Ihr wisst halt nicht, was für ein Farbton drin ist. Ich glaube allerdings, dass jeder diese Farben bekommt, die ich euch jetzt hier zeige. Also das verändern die nicht. Das heißt, wenn ihr euch ein Unboxing angeschaut habt und euch das gefällt, dann habt ihr eine gute Chance, dass ihr exakt das gleiche bekommt. In dem Fall ist das so, bei diesen Mystery Boxen, die werden nicht alle bunt neu gemischt. Denn ich hatte mir auch ein Unboxing aus England angeschaut und da war es allerdings so, ich glaube, die hatten nicht so einen Stift drin, sondern die hatten ein Kollagenbars drin. Und die sind richtig, richtig geil. Das kann ich euch mal zeigen. Das sind diese hier. Das hatte ich, glaube ich, mal in der letzten Box oder auch in so einem Lucky Bag von Beautylish. Und das mag ich total gerne. Also das ist richtig cool. Wenn das jetzt in so einem schönen Rosaton drin gewesen wäre, hätte ich mich extrem drüber gefreut. Die Farbe hätte ich mir ehrlich gesagt selber auch nicht ausgesucht. Also das ist immer so ein bisschen das Problem. Wenn euch die Farben nicht gefallen, dann bringt es ja eigentlich nichts, auch wenn man etwas gespart hat. Und das ist okay, aber man hat halt diesen Abstrich, dass die Farbe vielleicht nicht 100% das ist, was man gewählt hätte. So geht es mir zumindest. Ich stehe mehr auf Rosatöne. Und in dieser Box sind die Töne alle so ein bisschen mehr ins Rot-Bräunliche. Steht bestimmt ganz vielen, ist auch bestimmt für ganz viele sehr interessant, aber mein Ding ist es nicht so sehr. Und das war mir nicht so ganz bewusst, muss ich ehrlich sagen. Wir kommen mal zum nächsten Produkt und zwar den Tinted Love Lip and Cheek Tint. Den kannte ich auch noch nicht. Das ist auch so ein Produkt, wo ich die Farbe so nicht gewählt hätte. Die Farbe nennt sich Bohemian Kiss und ich glaube, dass jeder wirklich diese Farbe bekommt. Das ist ein Lip Tint, Lip and Cheek Tint. Das heißt, das könnt ihr auf die Lippen und auch auf die Wangen auftragen und das hält dann relativ lange. Das ist wie dieses Tint, was es mal von, ich glaube, von Benefit gab. Ne? So sieht es aus. Auch diese Verpackung sieht nicht ganz so hochwertig aus, muss ich ehrlich sagen. Das Produkt funktioniert gut. Ich habe es auch unten drunter. Ich habe es mir auch eben aufgetragen. Das ist was zum Beispiel, das könnt ihr super im Alltag tragen. Ihr habt einfach so einen Hauch Farbe drauf. Aber auch hier hätte ich mir eher diese Blush-Farbe ausgewählt. Da gibt es ganz viele Farben von. Und der Farbton wäre jetzt nicht der gewesen, den ich ausgewählt hätte. Muss ich ehrlich sagen. Ihr seht das hier. Das ist mehr so ein rötliches Braun. Steht eher so wärmeren Typen besser.
ist leider für mich nicht so wirklich optimal. Ich glaube, ich werde den einfach an eine Freundin weitergeben, weil ich den jetzt schon ausprobiert habe und euch dann ungern so ein benutztes Lippenprodukt verschicken würde. Aber eine Freundin kann ja dann sagen, ob sie es will oder nicht. Insofern, ihr seht, das ist nämlich super wischfest, wasserfest. Also ich mache es weg und es ist immer noch da. Und auf den Wangen bleibt es auch. Deswegen müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr euch das auf die Wangen auftragt, dass ihr es schnell verblendet, weil sonst geht es nicht mehr, ne? Ihr seht jetzt hier, das ist wirklich richtig wasserfest. Also wahrscheinlich sehr, sehr gut im Alltag, wenn man nicht will, dass der Lippenstift rumverschmiert und so. Dafür ist das eine tolle Geschichte. So, als nächstes Produkt haben wir etwas, was mich sehr gefreut hat. Also ich bin ja jetzt hier nicht nur am Motzen, ne? Keine Sorge. Sondern hier ist ein Cheek to Chic drin, ein Rouge. Und die Rouge von ihr, die Blushes, die sind der absolute Kracher. Hier ist die Farbe drin, Sex on Fire. Und ich habe die gerade auf den Wangen. Ich finde die absolut geil. Das sind halt diese Nippel-Blushes, wenn ihr so wollt. Also so sage ich immer, es sieht so ein bisschen aus wie ein Nippel, ne? Und ihr geht einfach mit eurem Pinsel da rein und könnt das komplett mischen und euch auftragen. Eigentlich ist es so vorgesehen, dass man den äußeren Rand für die komplette Wange nimmt, so für den hinteren Bereich. Und mit dieser Farbe in der Mitte gibt man sich quasi so einen kleinen Pop auf die Wange. Wow. Allerdings muss ich sagen, super schön, mache ich das meistens nicht so, sondern ich mische meistens beides. Aber das sieht sehr schön aus, wenn man das so macht. Also ihr könnt das machen, wie ihr wollt, aber ihr könnt das auch mischen und komplett auftragen. Das geht auch, ne? Ja. Sehr, sehr schönes Produkt. Also das liebe ich. Ich habe schon die Farbe Ecstasy, die finde ich auch ganz toll. Also die Blushes von ihr, die sind wirklich super. Und die haben einen Wert von 39 Euro. Nur wie gesagt, wenn ich jetzt einen neuen Blush hätte haben wollen, hätte ich mir den auch einfach für 39 Euro kaufen können. Hätte ich jetzt nicht ganz so viel ausgegeben. Aber naja gut, ich finde den auch gut. Aber ich hätte, wie gesagt, hier nicht 32 Euro für ausgegeben. Egal. Zu meinem Fazit komme ich gleich. Es sind noch 2 Produkte. Und zwar haben wir hier auch noch ein Augenbrauengel drin. Und zwar ein Clear Brow Gel. Klares Augenbrauengel, kostet 26 Euro. Ich finde es nicht schlecht. Ich habe es ausprobiert, aber ich glaube, selber gekauft hätte ich es mir nicht für den Preis. Also dadurch, dass es in so einer Box ist, finde ich es in Ordnung. Aber ich habe viele Augenbrauengels. Ich habe gedacht, vielleicht ist das super genial. Das wird voll gehypt, ne? Also das ist so ein Produkt auch, wo ganz viele sagen, das ist wirklich besser als andere Augenbrauengels. Was halt schön ist, es ist überhaupt nicht krustig in den Augenbrauen. Das merke ich jetzt. Ich spüre das nämlich gar nicht. Dafür ist es wahrscheinlich nicht schlecht. Ich kann auch nochmal hier durchgehen. Naja, wenn ich dann durchgehe, merke ich, dass was drin ist. Ja, und die bleiben so ein bisschen in Form. Also, okay. Das werde ich noch weiter testen, finde ich erstmal in Ordnung. Es ist halt klar und jeder kann es verwenden, ne? So, dann war übrigens auch noch ein kleiner Tester drin von der Push-Up Lashes Mascara. Die ist mega geil, die habe ich gerade drauf. Die kann ich euch sehr empfehlen. So, und jetzt kommen wir zum Highlight. Natürlich gibt es auch was richtig Cooles, nämlich eine richtig große Lidschattenpalette und zwar die Instant Eye Smoky Eyes Are Forever Palette. Die ist zugegebenermaßen sehr, sehr schön. Die hat einen Wert von 75 Euro. Und so eine Palette habe ich noch nicht von ihr. Wollte ich mir schon immer mal kaufen und so kann ich das Ganze mal ausprobieren. Und dafür alleine und für den Blush hat sich das für mich schon sehr gelohnt. Ich habe die Palette jetzt auch auf den Augen drauf. Ich habe unterschiedliche Farben hiervon ausprobiert. Ich finde das Konzept ein bisschen kurios, muss ich ehrlich sagen. Die sagt immer 1, 2, 3. Also Prime, Enhance und Smoke. Das heißt, man soll eine Farbe nehmen, um sie komplett aufs Lid aufzutragen. Das ist immer, die erste Farbe ist immer die Prime-Farbe. Und ihr habt hier quasi 4 unterschiedliche Quads, wenn ihr so wollt, ne? Die zweite Farbe ist die Enhance-Farbe und die dritte Farbe ist die Smoke-Farbe. Aber ich muss euch jetzt ehrlich sagen, diese Farbe ist ja viel heller als diese hier. Wie soll das denn eine Smoke-Farbe sein? Also insofern, das funktioniert schon mal nicht, ne? Ihr könnt das natürlich nutzen, wie ihr wollt. Ich habe diesen Ton mir jetzt in den inneren Augenwinkel gegeben, ne? Diesen ganz hellen. Und dafür finde ich es super. Aber vom Konzept her passt das halt jetzt von der Color Story gar nicht. Deswegen, das fand ich so ein bisschen kurios. Love Eyes, Power Eyes, Happy Eyes und Confident Eyes kann man alles sehr gut mischen. Das Schwarz ist sehr, sehr schön. Ich habe diesen rosanen Ton komplett auf dem Lid drauf. Dann habe ich noch ein bisschen was von hier vorne genommen. Also die Farben sind toll, lassen sich gut verblenden und vor allen Dingen ist es so ein bisschen einfach, auch von der Verblendbarkeit. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine schöne Palette auch
für unterwegs, um sie mitzunehmen, auch in Urlaub, dass man mehrere Auswahlmöglichkeiten hat. Dafür finde ich sowas gut. Es ist auch nicht so schwer, dass man so ein riesiges Ding hat, aber es sieht sehr schön aus und macht sich halt auch gut, ne? Ansonsten sind das alles Farben, die ich auch schon mal habe, muss ich auch sagen. Um die Qualität mal auszuprobieren, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Aber die Palette ist auch schon was älter, ne? Also das müsst ihr einfach wissen. Ihr bekommt nicht die neuesten Sachen in diesen Boxen. Der Gesamtwert passt, der ist wirklich 234 €. Also exakt die Hälfte habe ich bezahlt, 117. Am besten finde ich tatsächlich die Palette und den Blush. Und ich finde auch diesen Lippenstift ganz schön. Das wäre jetzt zusammen ein Wert von 140 €. Also ich habe schon was raus. Und das Schöne ist jetzt, ich kann eine Sache an eine Freundin verschenken, diesen Lip Tint. Und ich kann euch eine Freude machen und euch 2 Produkte schenken, nämlich diesen Walk of No Shame und auch einen von diesen Happy Kiss Teilen. Und deswegen hat es sich für mich schon gelohnt. Also ich will nicht meckern. Für mich lohnt sich das meistens schon, weil ich ein paar Sachen gut finde und ein paar Sachen verschenken kann oder verlosen kann. Aber wenn ihr es jetzt für euch kauft, dann überlegt euch wirklich, sind da Sachen dabei, an denen ihr wirklich komplett Freude habt, oder habt ihr jemanden, wo ihr sagt, für den könnte das wirklich super gut passen. Ansonsten würde ich euch fast eher zum Einzelkauf raten und dann die Farbe auswählen, die euch wirklich gut gefällt, weil es gibt auch noch eine andere große Palette. Und wenn ich jetzt nur zum Beispiel einen Blush und eine Palette haben wollte, hätte ich das für denselben Preis auch bekommen und hätte es mir einfach selber gekauft, ne? Und dann hätte ich aber das gehabt, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt von der Farbe. Dann hätte ich auch vielleicht eine andere Palettenfarbe nehmen können und eine andere Blushfarbe. Ich bin jetzt sehr happy damit, ne? Nicht falsch verstehen, das finde ich schon cool. Aber theoretisch könnte man sich ja auch einzeln kaufen. Ich verlinke euch einfach mal den Shop von ihr, dann könnt ihr mal gucken. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, nehmt gerne an der Verlosung teil. Dafür müsst ihr übrigens nur einen netten Kommentar schreiben, gerne mit dem Hashtag Verlosung. Schon wandert ihr in den Lostopf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Hier gibt es nochmal 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.